So, herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht weiter am Ponycross 503. Wir machen dort einen Neuaufbau, sozusagen eine Revision von dem ganzen Mofa. Und zwar so, wie ihr das daheim auch machen könnt. Heisst nicht einfach nur Neuteile anklatschen, sondern auch revidieren. Im letzten Video haben wir ja Bestandesaufnahmen gemacht und uns um den Rahmen und die Gabel gekümmert. Dann haben wir natürlich den Kübi klar gemacht, weil es geht um die Räder. Er ist dort der Profi, was Rücktritt angeht, was Speichen angeht, was die ganze Aufarbeitung angeht. Ich hole ihn jetzt schnell und dann schauen wir das Ganze, wie die Räder zu Weg sind, miteinander an und er gibt euch Tipps, wie man die aufarbeiten kann. Los geht's! So, Profi ist im Haus. Köbi haben wir da, da ist ja unser Rädli-Spezialist. Komm, wir hocken zuerst mal an. Jetzt geht es um die Rädli. Hinterrad, meiner Meinung nach ziemlich blockiert. Schauen wir aber genau an, vielleicht ist es auch nur Bremse. Ich natürlich freuen. Ist das noch ein guter Maloja ist, oder? Maloja-Pneu, das ist der Grund, warum das es gehabt haben bis heute. Klassisch HR90V, Rücktrittnaben, erste Generation, Sachs Rücktrittnaben. Wir müssen schauen, dass die Narbe noch intakt ist, die brechen gerne brechen, dann muss man es manchmal schweissen. Also der Blech? Der Narbenkörper in der Mitte vertrennt sich. Da haben wir eigentlich auch wieder, einfach nicht H90, sondern einfach V90 vorne. 90er. Und zwar ist das auch wieder erste Generation. Sieht man aber, was die früher alles gemacht haben. Das Mofa ist nicht so steinalt. Ich meine, das hat ja Telegabeln und so. Genau, ja. Aber nichtsdestotrotz hat man gleich noch die alten Naben verbaut. Das sind ja die es auch eben bei den Pony Junioren, bei den alten, wie du sagst, 50-2er noch verbauen haben. Haben sie jetzt hier beim 503 weiterverwendet, bei den Junioren wie auch beim 503 Cross. Genau. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich will jetzt das Rad, ich meine, das braucht schlussendlich dann einen neuen Schlauch, einen neuen Pneu, etc. etc. Wir müssen das Pflegebett drinnen anschauen, oder vom genau. Aber fange ich am besten mit den Naben an. Wenn wir sagen, ja, es geht darum, dass man ein bisschen Patina und so behalten und so. Unbedingt, genau. Okay, das heisst, man würde die Naben nicht lackieren? Nicht lackieren, nein. Gut. Höchstens mit Overtroll, ein bisschen okay. Overtroll ja, drüber fertig. Gut. Dann kann man natürlich, ich sage jetzt einfach mal als erstes ein bisschen sachte vorgehen, sprich, nehmen den Pneu runter, Schlauch runter, schauen, dass das Lager einigermaßen trägt und dann schnell schauen, ob nicht der Felgenring, abtasten kann man dann auch gut, wenn der Pneu weg ist, keinen Schlag hat. Schauen, dass wenn er drüllt, ob es einigermaßen stimmt. Die Speicherspannung ist nicht leicht, weil dann wissen wir schon mal, der grosse Otto geht nicht los. Sprich, wir müssen nicht auseinandernehmen, wir müssen noch neu einspeichern und so weiter. Gut, also Pneu runter, genau. Bremsankerplatte raus und dann das Zeug anschauen. Ja. Du musst jetzt hier unten zuerst zusammendrücken. Das ist schon nicht aufpassen. Dass wir hier mal runterkommen. Ja. Jetzt könnte einer die Sachen haben oder wir schauen, ob es da schon geht. Und es geht. Da tue ich immer möglichst ohne Schlüssel, weil die Weinmann Aluminium Original Felgenring sind ja doch auch heikel. Und es ist schade, wenn wir dann gleich neu einspeichern, weil wir es selber verhubert haben. Und jetzt können wir das Pnöli abnehmen. So, Felgenband auch gerade runter. Sehen wir jetzt drunter, es hat ein bisschen Rost, ist aber sehr trocken. Also da können wir nachher drüber bürsten oder mit Scotch, wie du gesagt hast. Ja, kannst du abbürsten nicht sehr. Aufarbeiten. Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Bremsankerplatte weg. Ich würde in die Aluklötze. Dafür in den Schraubstock hinein, so einen Achsenhalter, ja, eben Aluklötze, wie man sagt. Genau. Dann kann man da nämlich je nach Achse schön rein. Dann macht man die Wind nicht kaputt und das Ding hebt gleich. Oder jetzt gibt es den Trick, ich drülle einfach hier am Anker und löse jetzt da schon ein bisschen. Ich will schnell den WD-40 haben, so ein Spray, das ein bisschen eindringt. Wir müssen schnell da schauen, dass wir rusten. Dann können wir da vorwärts schaffen. Genau, jetzt wissen wir schon, warum es geklemmt hat, oder? Wir haben einen Bremsbelag, der sich vom Bremsbacken verabschiedet hat. Ding da, ein Schraubenzieher. Da ist das Lager eben noch locker, darum können wir noch nicht unseren Test machen. Da kann ich gerade den Bremsbelag abnehmen. Weil der Bremsbelag, also der da, den wir ganz sicher den tun wir nie mehr drauf. Dass die Trommel, die muss natürlich dann auch gut geputzt werden. Da muss entrostet werden. Also da kannst du wirklich zuerst mit dem 80 Schleifpapier rein, bis die Trommel wieder eine Trommelform hat. Können wir hier auftun, den Konus ein bisschen anziehen. Weil auf der anderen Seite ist der Konus fix. Es ist eigentlich das Gewinde, das man draufgedreht hat früher.
und dann ist das Gewinde zerstört extra. Ja. Und dann dreht man nicht drauf, bis es nicht mehr geht, tack, und dort sitzt Dort er. hebt er Und dort fertig. bleibt er ein Leben lang, vor allem wenn so viel Wasser dazukommt. Also kann man nur von einer Seite Genau. den Konus nachstellen. Schnell da schauen. Ja, Kontra. Haben wir ein Spiel? Nein, nein, nein. Ich teste das alle paar Zentimeter. Wenn ich jetzt da plötzlich Spiel habe und da komme, dann wissen wir jetzt schon, dass ein Konus oder eine Lagerschale nicht mehr wirklich rund ist. Aber jetzt haben wir da schon mal erstens keine schlechte Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass das Lager noch so gut dreht. Wenn du das Bremsbacken anschaust, ja. Wir schauen dann nachher noch ins Detail rein, aber es sieht gut aus. Und jetzt können wir natürlich auch mal schauen, hey, wie rund dreht das Ding? Könnt ihr den Meter da stehen lassen und dann könnt ihr da einmal drüllen. Höhenschlag vom Rad etwa einen knappen Millimeter, das ist nichts, das ist tolerant. Und in der Höhe, seitlich, noch nie so ein schönes Rad gesehen. Es hat seitlich nicht einmal einen Millimeter Schlag. Also wir haben das so haben wir ein bisschen. Genau. Aber so, So seitlich nicht. Nicht so wirklich. Nicht. Möglich das locker aus. Also das Rad in der Basis, Rad, Speichen, Narben können wir sicher lassen. Müssen wir einfach schauen, dass das drinnen noch etwas schöner aussieht. Der Test ist bestanden. Wir wissen, dass es nicht der Super-GAU ist. Ich nehme jetzt das Dach raus. Jetzt siehst du dann gleich den fixen Konus. Die unteren Kügel sind schon rausgefallen. Die oberen natürlich auch, das darf auch. Schauen wir schon das Sechsli anschauen. Das ist der Konus, der von dieser Seite fix verbaut ist. Der ist hier draufgeschraubt worden. Und da sieht man, die sind Querrippen. Da hat man das Gewinde quasi markant beendet. Die Gewinde sind noch in Ordnung. Das ist ein sogenanntes M9,5 x 1 Gewinde. Das war eben bei denen aber so. Die anderen haben dann M10 oder M11 gehabt. Ja. Und der ist einfach... Roststelle, kleine. Ja. Also wie schnell sollte das Löffel später fahren? Du musst eine Überblendung haben. Wenn ich für mich das Projekt durchziehen würde, ich nicht mehr auf den Konus setzen. Er hat mir wirklich an 2 Stellen ein bisschen zu viel. Sonst machen wir es ganz simpel. Wir nehmen den M11-Achse. Umbauen auf M11 so. Kein Problem. M11-Achse, dann tun wir auch von beiden Seiten den Konus schrauben und den kontern. Das geht tipptopp, Tobias. Erst Staubringli. Da nehmen wir auch noch einen Staubring raus. Ja. Seht ihr, da ist da das Gefühl, eine gute Nachgeschichte. Hast du das Gefühl, kommst du nachher im Video mit dem? Ah, Sidi! Ah, du bist noch gekommen wegen dem, gell? Schau, Sidi, da! Kannst du es wieder haben? Nein. Super! Viel Spass, viel Spass! Nur einmal seriöser Weihnachtsessen, Content. Fails. Also da würde ich die Lagerschale gar nicht rausnehmen. Wenn wir es ja nicht original machen, wäre ich grundsätzlich dafür, dass wir auf M11 gehen. Auch mit den Links sogar, mit Käfig. Es gibt nichts Besseres als das. Am allerwenigsten, was geht. Kein Tipp vom Fischer, dann tun wir das direkt in den Warenkorb. Diese hier Ja, nicht. genau. Zweimal. Oh, schau mal da, ich nehme sogar die. Voilà. Du weißt jetzt, was machen. Ich weiss jetzt, am Vorderrad muss ich noch ganz viel Rost beseitigen, Richtig. rausquatschen, rausputzen, raustun und machen. Beim Hinterrad sind dann noch drum und neben, oder? Das Genau. ist natürlich im Hinterrad haben wir Rücktritt. Und das ist eigentlich da, wo wir ein bisschen seine Grossmagie brauchen. Da ist wieder das Gleiche. Warum? Der Rücktritt da ist ja seitenfein. Und dort bewegt er sich, ja. Aber da, eine Rücktrittachse nimmt man immer von da auseinander. Ich gehe jetzt nicht, oh, das sind sicher Bremsbeläge, die genau klemmen. Ich tue jetzt da lösen und gehe auf die Bremse los. Falsch. Das ist genau das, was ich im Intro gesagt habe. Falsch. Nein. Dann tue ich da lösen und dann stimmt die ganze Weite nicht. Wenn ich den Bremsbacken nicht tue, die neuen, und da gut anziehen, dann habe ich plötzlich kein Spiel mehr auf dem Lager. Weil wir haben ja da hinten als Anschlag so ein Ringeli, das auf einer Nut oben sitzt, auf der Achse. Ja. Und das ist sehr variabel. Je nachdem, wie viel Druck das man mit dieser Mutter dem gibt, ist dann der Anschlag weiter innen oder weiter außen. Darum hier einspannen, hier aufmachen, alles rausbauen. Dann können wir an die Backen ran, Backen wechseln, alles zusammen putzen, wieder die Achse drauf, wieder alles drauf setzen und da am Schluss das Spiel einstellen. Fertig. Also wenn ihr mal irgendetwas wissen müsst und nicht, wie ich Köbi Fischer fragen Wurfverkohl Tutorial auf YouTube, unbedingt anschauen. Es hat sehr, sehr viele Sachen hat schon und es kommt natürlich kontinuierlich immer mehr. Und gang jetzt, weil da angelöst ist, dass ich nichts schliessen kann, da hinten auftun. Weil auch das Rad müssen wir noch einmal drehen lassen, um zu wissen, stimmt die Basis. Und dass du so machst, spürst du ganz genau, ob du Schläge hast auf dem Felgenring. Nicht anschauen, nur mit den Händen. Perfekter Felgenring. Ja. Zu viel Feuchtigkeit im Stall,
Gibt Ärger auf jeden Fall. Das sieht man schon mal. Kannst du hinschauen, wir haben 2 Belege. Das ist Bingo in der Säle. Das Spiel einstellen, da ein bisschen gescheit aussehen. Weniger als der Vorderseitenschlag. 0. Elias, Jawohl, geh schnell das Portemonnaie holen. ich freue mich. Dann kann ich den kaufen. Der Velo darf kaufen. Ja. Ja. So schöne 17 Zoll Rädchen. Da musst du erst noch finden. He? So rostig, aber gleich so gut Weg. Ja, so viel Rost, der so wenig kostet. Ja, Hat der Mensch mit alles gut. Hebelkraft. Schau jetzt, alles gut. Jetzt nehmen wir den raus. Auch hier wieder. Bremsreiniger, Zahnbürstchen. Im Zahnbürstchen kommst du schön rein. Blasen, putzen, blasen. Dann kannst du mit dem Kompressor reinblasen. Macht das die Bremsreiniger, wieder ein bisschen putzen. Die laufen wie geschmiert. Dann gehst du wieder neues Fett neu einschmieren. Da laufen. Also, steht man da, der Absatz. Und auch hier der Staubring, ich meine, der hat ja nicht einmal Rost. Also da gibt es nicht einmal einen Grund, um den Staubring noch zu ersetzen. Ja, du mal ein, Mark Zürcher. Im Mofakul gibt es sehr wenig Umsatz mit dem Sparfuchs, weil er hat da einfach wieder einen Oldtimer bester Güte. Nicht von außen immer täuschen lassen, auch wenn der fest ist und aussieht, wie weiß Ja, ich was, das kann trotzdem gut sein drin. Sonst zum Rad, ich meine, das ist jetzt einer, das ist innen dran. Wie, wenn ich jetzt die Patina halten will, mir gefällt das sehr gut, oder? Das passt nachher zum Rest vom Hobel. Ich würde das Bürstchen nehmen und mit diesen Bürstchen mal den Rost so viel wie es geht kannst nehmen. Dann sauber entfetten mit dem Bremsreiniger lange. Das ist eigentlich Rostkonservierung und dann würde ich 2-3 Mal eine Schicht geben. Also Schicht geben, 2-3 Tage trocknen lassen, Schicht geben, 2-3 Tage trocknen lassen. Ja, und schauen, dass man natürlich jetzt nicht da bremst. Da ja nicht, genau. Und dann kommt es darauf an, wie glänzig willst du es. Allerfeinste Schallwolle mit WD-40 macht nachher wirklich fast Chromglanz. Okay. Und wenn du so in zwei Ich findest, da fast schon zu viel. ich würde einfach kein Scotch nehmen. Scotch ist zu grob für die Alus. Du kannst probieren und am Schluss musst du es einfach gemacht haben. Selber auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich mache mich mal an die Arbeit, nehme das alles auseinander, wasche das alles, putze das alles, poliere das alles. Ihr seht das natürlich auch, wie ich da noch ein bisschen etwas arbeite und nicht noch zuschaue. Und, Genau, kannst auch wieder mal etwas schaffen. genau, ja. Die Hände sind schon dreckig, sogar vom Zuschauen. Gut, Kevi, haben wir, danke dir. Gutes Projekt. Expertenmeinung. Gute Sache, gutes Ich zeige Gelingen. dir, wie es dann rauskommt. Bis Jo. später, tschüss. Also, ihr habt es gehört, der Köbi hat mir schön Hausaufgaben gegeben. Die ganzen Dinger hier polieren, putzen mit diversen Materialien. Ich fange jetzt mit dem mal an, mache ich hier am Feierabend. Und kann dann euch beim nächsten Mal Bescheid geben, was geht am besten. Das wäre es von dem Mal. Abo und Like da lassen, in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt, was ihr noch wissen wollt. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoppala, mit keiner. Macht's gut und tschüss.